Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Leider haben sich meine Befürchtungen von gestern bewahrheitet. Die Verletzung von Thibaut Courtois ist schlimmer als gedacht. Der Belgier wird wochenlang ausfallen. Gegen wen er ausfällt, wann er wieder zurückkommt, meine Meinung dazu etc. natürlich in diesem Video. Dann unterhalten wir uns in diesem Video aber auch über Kylian Mbappé. Der ist gestern zur französischen Nationalmannschaft nominiert worden. Nicht nur er. Naja, meine Meinung dazu, die Informationen, wie ihr es kennt in diesem Video. Wir unterhalten uns aber auch noch über etliche andere Themen. Die Champions League, Fede Valverde etc. Es wird ein interessantes, vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir zunächst einmal mit dem Wichtigsten an, meiner Meinung nach. Ihr erinnert euch alle noch an den Fan, der vor dem Spiel gegen Benfica Lissabon den verbotenen Gruß gemacht hat. Ja, der Gruß ist nur in Deutschland verboten, aber der ist auch in Spanien natürlich nicht gerne gesehen. Ja, und bei Real Madrid erst recht nicht. Real Madrid hat Konsequenzen gezogen, die UEFA hat Konsequenzen gezogen. Was diese Konsequenzen sind, das seht ihr hier. Real Madrid belegt den Fan, der den Hitlergruß zeigte, mit einer Geldstrafe von 5.000 € und einem 12-monatigen Stadionverbot. Während des Rückspiels der UEFA Champions League zwischen Real Madrid und Benfica wurde ein Madridista-Fan von den Kameras dabei aufgenommen, wie er auf der Tribüne offenbar den Hitlergruß machte. Der Verein handelte schnell. Die Sicherheitskräfte identifizierten den Fan, verwiesen ihn aus dem Santiago Bernabéu und kündigten an, ein Verfahren einzuleiten, um ihn lebenslang als Mitglied auszuschließen. Obwohl er hinausgeworfen wurde, belegte der höchste europäische Fußballverband Real Madrid mit einer Geldstrafe von 15.000 € wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens seiner Anhänger. Außerdem wurde eine Sanktion von 500 Plätzen für ein zukünftiges internationales Spiel verhängt, falls sich eine ähnliche Geste wiederholen sollte. Ja, also Real Madrid kriegt eine Strafe von 15.000 € und wenn sich so etwas wiederholt, dann 500 Plätze, die nicht besetzt werden dürfen in dem K.O.-Spiel der Champions League. Also, Real Madrid ihrerseits bestraft den Fan mit einem Jahr Stadionverbot. Ihm wurde die Mitgliedschaft entzogen und 5.000 € Strafe. Naja, dass die Mitgliedschaft entzogen wird, finde ich gut. 5.000 €, ja, das tut einem Otto-Normalverkäufer sehr, sehr weh. Aber dieses ein Jahr kommt mir persönlich zu wenig vor. Also keine Ahnung, vielleicht kannst du das von der Justiz her nicht, aber ich würde so einen nie wieder im Bernabéu sehen wollen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Naja, ich wollte euch auf jeden Fall die Information bringen, was ist da der Stand der Dinge. Real Madrid hat nicht nur gequatscht, Real Madrid hat reagiert. Der Typ ist nicht mehr Mitglied von Real Madrid und wird zumindest die nächsten 12 Monate nicht mehr im Santiago Bernabéu sein. Hoffentlich lernt er aus seinen Fehlern. Ja, kommen wir zum zweiten Thema, was ich eigentlich gestern mit euch schon besprechen wollte. Aber gestern war das Video so voll, dass da kein Platz für war. Ich wollte mir mit euch mal die Ergebnisse des Achtelfinales der Champions League anschauen. Ich blende die ein. Wie ihr seht, Sporting Lissabon hat das Wunder von Lissabon vollbracht und ein 0:3 aus dem Hinspiel gegen Bodo Glimt wieder eingeholt. Bodo Glimt war eine Mannschaft, die bei Atletico Madrid auswärts gewonnen hatte, die bei Inter Mailand auswärts gewonnen hatte, also die wirklich eine bockstarke Champions League gespielt haben. Das war so ein bisschen die schöne Geschichte, die wir alle geliebt haben, diese kleine Mannschaft, die sich durchsetzt, aber auch absoluten Respekt an Sporting Lissabon. Die haben auch gerade nicht die Kohle aus dem Fenster hängen, haben es in der Champions League geschafft, in die Top 8 zu kommen. Das ist für eine Mannschaft wie Lissabon Wahnsinn und jetzt haben sie 0:3 aufgeholt. Also muss man, so sehr Bodo Glimt sympathisch ist, muss man Sporting Lissabon da auch einfach mal die Props geben. Dann Arsenal setzt sich souverän gegen Leverkusen durch, wie erwartet. Chelsea gegen Paris Saint-Germain. Die Premier League wurde so etwas von verprügelt im Achtelfinale der Champions League. Zum größten Teil von der spanischen La Liga. Dafür, dass immer alle sagen, die Premier League ist um Lichtjahre voraus. Naja, Lichtjahre sind es nicht. Finanziell, werbetechnisch etc. mit Sicherheit. Aber auf dem Spielplatz, auf den 90 Minuten, da haben sich die La Liga-Mannschaften durchgesetzt. Naja, gehen wir mal weiter. Man City gegen Real Madrid, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Barcelona gegen Newcastle, 7:2. Meine Güte, die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit ist der FC Barcelona davongelaufen. Bayern gegen Atalanta, 4:1, nachdem sie im Hinspiel 6:1 gewonnen hatten. Die machen einfach 10 Tore in 2 Spielen. Oh, Madrid hat mit Abstand das schwerste Los.
Mal schauen, wie das läuft. Liverpool gegen Galatasaray, 4:0. Zunächst einmal gute Besserung an Noah Lang. Das mit dem Finger sah ja wirklich nicht gut aus. Dann muss ich sagen, dieses Spiel, ich habe Galatasaray persönlich nicht wiedererkannt. Ich habe ja beide Spiele geguckt. Das Galatasaray, was in Istanbul gegen Liverpool so ein Fußballfeuerwerk abgeliefert hat, das war in Anfield einfach nicht zu sehen. Das war vor allem in der zweiten Halbzeit Einbahnstraßenfußball. Es war nur eine Frage, wie hoch das Ergebnis ausfällt. Also keine Ahnung, ich habe dieses bissige Galatasaray vermisst. Wahrscheinlich war auch die Verletzung von Osimhen, das tut denen wahrscheinlich auch in der Moral weh. Trotzdem, ich hätte mir ein bisschen mehr Feuer gewünscht, denn in Istanbul haben sie gezeigt, dass sie es eigentlich können. Naja, wie dem auch sei, Tottenham gewinnt gegen Atletico Madrid. Trotzdem sind die Spanier weiter. Wie gesagt, La Liga 3, Premier League 0 in den direkten Duellen. Ja, was bedeutet das in der K.O.-Runde? Wie ihr seht, Paris gegen Liverpool, das kennen wir doch irgendwoher. Real Madrid gegen Bayern, der europäische Klassiko. Ich bin gespannt. Barcelona gegen Atletico Madrid, wie im Pokal, wiederholt sich das direkte Duell. Mal schauen, ob sich wieder Atletico Madrid durchsetzt. Und Sporting Lissabon gegen Arsenal. Da sehe ich den größten Unterschied an Qualität. Ja, und für diejenigen, die wissen wollen, wann finden diese Spiele genau statt? Die UEFA war schnell, die Spiele sind terminiert. Real Madrid gegen Bayern, das ist das, was uns wohl am meisten interessiert, findet am 7. April statt. Natürlich um 21 Uhr. Für diejenigen, die Karten haben wollen etc., so wie es aussieht, könnt ihr mich dann im Stadion sehen. Ein unglaublich toller Follower hat mir da eine Karte geschenkt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, auf jeden Fall, ich bin sehr glücklich. Ich werde in diesem Spiel Real Madrid anfeuern aus beiden Lungen. Da könnt ihr von ausgehen. Ja, wie gesagt, das sind jetzt die Konstellationen in der Champions League. Ich bin gespannt, wie wir uns gegen die Bayern schlagen, die zurzeit mit Sicherheit Favorit sind. Die Bayern, die aus einer Traumsaison kommen, wo alles klappt. Kaum einer verletzt sich, die Spieler sind alle in ihrer Topform und Real Madrid, was holprig durch die Saison gegangen ist, aber ausgerechnet jetzt, wenn es drauf ankommt, scheint der Schub nach oben zu kommen. Unsere Jungs scheinen auch langsam wieder fit zu werden. Spieler, die unter dem Xabi Alonso nicht wiederzuerkennen waren, blühen unter dem Arbeloa auf. Unter anderem ein Fede Valverde. Denn Fede Valverde ist zum Spieler des Monats gewählt worden. Hören wir uns mal die Worte von unserem Kapitän dazu an. Viel Stolz natürlich, diesen Preis wieder gewonnen zu haben. Ich freue mich, nun ja, das ist auch ein Verdienst meiner Mitspieler, die mir helfen, dass alles gut läuft. Ich glaube, wir sind in einer guten Dynamik mit sehr guter Energie. Ich denke, die Mannschaft ist sehr konzentriert auf das, was wir im letzten Monat gemacht haben. Und ja, ich bin sehr glücklich über alles. Ich sage immer, dass das Team vereint sein muss, dass alle Spieler für dasselbe Ziel kämpfen. Ich glaube, es zeigt sich, dass wir alle für dasselbe kämpfen, dass wir alle daran beteiligt sind, alle Titel zu gewinnen, die in dieser Saison noch ausstehen. Und ich denke, das Wichtigste war, dass jeder Spieler zusammen mit den Nachwuchsspielern, die die Chance bekommen haben, sein Bestes gegeben hat, damit es Real Madrid gut geht. Es war unglaublich, ich genieße es sehr und schätze jeden Moment, den ich in diesem Verein erleben darf. Und wie immer bin ich meinen Mitspielern dankbar, denn sie sind es, die mir helfen, mich wohlzufühlen. Gesprochen wie ein wahrer Löwe, gesprochen wie ein wahrer Kapitän. Also ganz ehrlich, dieser Spieler des Monats war so verdient wie lange kein anderer mehr. Also unglaublich die Form, die ein Fede Valverde gerade hat. Und wir als Madridistas können ihm eigentlich nur die Daumen drücken, dass dieses Formhoch anhält. Denn nur mit einem topfitten, 100%igen Fede Valverde haben wir gegen die Bayern eine Chance. Ja, das Gleiche hätte ich über einen Thibaut Courtois gesagt, dass wir einen topfitten Thibaut Courtois brauchen, den besten Torhüter aller Zeiten, um gegen die Bayern eine Chance zu haben. Aber in diesem Fall wird das nicht passieren. Thibaut Courtois, die Verletzung ist schlimmer als gedacht. Real Madrid hat den offiziellen medizinischen Bericht veröffentlicht. Lesen wir uns den zusammen einmal durch.
Courtois' medizinischer Bericht. Nach den heutigen Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Thibaut Courtois eine Muskelverletzung im Musculus rectus femoris des rechten Oberschenkelmuskels diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Ja, und ihr wisst, wenn es um Genesungsverläufe geht, dann vertraue ich einer Person mehr als allen anderen, nämlich Arantxa Rodriguez, und die hat geschrieben, 6 Wochen wird er ausfallen. Andere sagen, es wird 6 bis 8 Wochen sein. Welche Spiele sind das? Das seht ihr jetzt auf diesem Bild. Wie ihr seht, er fehlt natürlich am Wochenende gegen Atletico Madrid. Dann fehlt er nach der Länderspielpause, denn dann ist erstmal Länderspielpause, fehlt er in Mallorca. Da haben wir uns die letzten Jahre schwer getan. Das neue dynamische Real Madrid hoffentlich tut sich da nicht so schwer. Er fehlt im Hinspiel gegen die Bayern. Er fehlt zu Hause gegen Girona, mit denen haben wir noch eine Rechnung auf. Er fehlt auch im Rückspiel gegen die Bayern. Es darf nicht wahr sein. Er fehlt dann gegen Alaves, gegen Betis Sevilla, gegen Espanyol Barcelona. Die beiden Spiele sind übrigens auswärts. Ja, und das dritte Spiel auswärts, auch im Clasico. Da sind noch Fragezeichen. Könnte der Belgier tatsächlich fehlen? Absolute Horrordiagnose. Für mich der Spieler der Saison. Ganz ehrlich, über die letzten 2 Jahre mit Abstand der beste Spieler bei Real Madrid. Immer auf konstant Weltklasse-Niveau. Ohne ihn hätten wir in den letzten Jahren nicht einen Bruchteil der Titel. Das tut richtig weh, aber andersrum muss ich auch sagen, ich habe viel Vertrauen in André Lunin. Ich meine, kein Mensch auf diesem Planeten kann in die Fußstapfen von Thibaut Courtois treten. Der ist nun mal der beste Torwart auf dem Planeten. Aber ein André Lunin hat schon vor 2 Jahren bewiesen, dass man mit ihm auch eine Champions League gewinnen kann. Und für diejenigen von euch, die an Omen glauben, schaut euch mal ein, was ich euch da eingeblendet habe. Am 19. März 2024, Real Madrid gibt bekannt, dass Thibaut Courtois sich eine saisonbeendende Verletzung zugezogen hat. Real Madrid schaltet daraufhin Bayern München aus und gewinnt die Champions League. 19. März 2026, also genau 2 Jahre später. Real Madrid gibt bekannt, dass sich Thibaut Courtois eine Verletzung zugezogen hat, die ihm fast die gesamte Saison außer Gefecht setzen wird. Nächstes Spiel ist gegen Bayern München. Also, weiß Gott, vielleicht wiederholt sich die Geschichte. Ich weiß noch, damals die Diskussionen, ob Lunin überhaupt im Finale spielen soll oder Courtois. Lunin hatte sich das verdient. Ich war damals aber schon der Meinung, wenn du einen topfitten Courtois hast, muss der immer spielen. Naja, hoffentlich führen wir dieses Jahr vor dem Champions League Finale die gleiche Diskussion. Würde mich richtig freuen. Ja, kommen wir zum letzten Thema dieses Videos. Eine Diskussion, die ich nicht gerne mit euch führen würde. Ja, Kylian Mbappé ist für die französische Nationalmannschaft berufen worden. Nicht nur Kylian Mbappé, ich blende es euch ein, auch ein Antonio Rüdiger und ein Brahim sind nominiert worden für diese Länderspiele. Warum ist das bei Kylian Mbappé ein Thema? Wir wissen natürlich, er laboriert seit einigen Wochen an Knieschmerzen. Wir wissen alle nicht, wie fit ist er wirklich. Der hat gegen Manchester City 22 Minuten gespielt, die der sich meiner Meinung nach auch hätte sparen können. Wozu das Risiko? Ich hätte ihn sogar gegen Atletico Madrid ausruhen lassen, damit er die gesamte Länderspielpause sich auch noch ausruhen kann. Das ist doch das Beste, was seinem Knie passieren kann. Aber Didier Deschamps hat ihn nominiert. Schauen wir uns dazu mal dieses Video an. Er war 5 Spiele lang verletzungsbedingt draußen, spielte 20 Minuten in Manchester und heute hat Deschamps ihn für die Nationalmannschaft nominiert, um 2 Freundschaftsspiele in den USA zu bestreiten. Nächste Woche. Nachdem er 22 Minuten für Madrid gespielt und die letzten 5 Spiele verpasst hat. Kylian, wie hast du dich gefühlt? Wie hast du dich gefühlt? Gut. Frankreich nominiert Mbappé. 2 Freundschaftsspiele in den Vereinigten Staaten. Mit einer Reise von 10.000 Kilometern. Das Verhältnis zwischen den Ärzten von Madrid und denen der französischen Nationalmannschaft ist sehr gut. Berichtete Edu Aguirre auf dem Twitch-Kanal von El Chiringuito über das Verhältnis zwischen Real Madrid und dem französischen Verband. Dass es keinerlei Verhandlungen mit Frankreich geben wird. Dass er, wenn er für Madrid spielen kann, auch für Frankreich spielen wird. In einer sehr umstrittenen Nominierung. Ja, und es fällt mir schwer, da jemandem die Schuld zu geben. Wem ich am liebsten die Schuld gebe, ist der FIFA. Warum diese Länderspielpause kurz bevor die wichtigste Phase der Saison anfängt? Das darf doch nicht wahr sein. Was ist, wenn sich wieder einmal unsere Spieler verletzen vor diesen wichtigen Duellen gegen die Bayern? Und auch Real Madrid und Kylian Mbappé gebe ich da die Schuld. Warum muss der gegen City 22 Minuten spielen?
Lasst ihn doch gegen City und Atletico Madrid auf der Bank. Da hat der 3 Wochen, 4 Wochen mehr Zeit, sein Knie zu erholen. Wir brauchen den bei 100%, wenn die Saison, wenn es drauf ankommt. Real Madrid zahlt nun mal das Gehalt von Kylian Mbappé. Also, mich ärgert so etwas, mich regt so etwas auf. Vielleicht sehe ich das falsch. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu dieser Geschichte ist. Versteht ihr, dass der mit nach Frankreich fährt? Vor allem in die USA. 10.000 Kilometer hin und zurück und... Oh, naja, andere Zeitzonen, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist von Real Madrid und von Kylian Mbappé. Lasst mir eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst auch die Meinung zu den anderen Themen in den Kommentaren. Liked dieses Video, teilt dieses Video und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Ach so, lasst noch ein Follow da. Aber bis morgen. A la Marie!